Heute geht es mal um das Thema Multimedia-Nachrüstung für dein älteres Auto. Und der Opel Astra hier, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber immer noch zuverlässig und fährt sich gut. Nun siehst du natürlich, dass du hier einen kleinen Monitor hast, aber da hast du maximal die Spritreserve, den Radiosender, einige andere Anzeigen, aber kein Navigationssystem, kein Bluetooth, kein Android-Auto, kein Apple CarPlay und andere Geschichten, die man heutzutage sehr gerne verwendet. Hierfür gibt es die Firma CarPurite und die hat ein System herausgebracht, was unter 200 € kostet und was eigentlich sehr zuverlässig sein soll und funktionieren soll. Und genau das schauen wir uns heute in meinem Video mal an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Als erstes wollen wir uns natürlich mal anschauen, was in der Kiste hier komplett drin ist. Und du siehst hier schon iPlay, Android Auto, AirPlay, Autolink, Wireless und andere schöne Aufschriften. Aber interessant ist natürlich wirklich, was hier verbaut ist, und da öffnen wir mal den Karton und schauen uns mal hier als erstes das 7 Zoll Touch Display an, und das sieht schon ganz gut aus. So von der Größe her reicht es auch vollkommen aus, also wenn du jetzt hier mal schaust, das ist schon eine ordentliche Größe, die du nutzen kannst. Dann geht es natürlich weiter im Karton und du siehst hier erstmal Papier und Abdeckung. Die wollen wir jetzt ebenfalls mal öffnen. Und hier kommen wir zum Zubehör. Ja, da siehst du natürlich dann die Halterung. Interessante Geschichte. Des Weiteren ein Mini-Klinke-Kabel zum Verbinden des Audios. Zigarettenanzünder, Anschluss. Hier nochmal die Kopplung für das andere System. Dann wiederum ein Rädchen. Bisschen Pappe. Auch nochmal was Interessantes, Bedienungsanleitung und eine weitere Halterung. Vorher noch ein kurzes Wort zur Bedienungsanleitung. Du siehst natürlich hier, dass in der Bedienungsanleitung alles auf Englisch geschrieben ist. Leider Gottes gibt es hier nichts auf Deutsch. Also das ist natürlich dann schade, weil eigentlich kann man das sehr gerne in Deutsch lesen. Jeder ist nicht der englischen Sprache mächtig. Klar hast du natürlich hier wunderbare Zeichnungen, wo man das auch sozusagen in anderen Sprachen versteht. Aber man hätte ruhig mal eine deutsche Bedienungsanleitung hier mit reinlegen können. Ich habe mich dazu entschlossen, es so zu installieren, wie es jeder auch tun würde. Bedienungsanleitung direkt vor die Nase, das Zeugs auf den Sitz gelegt und versucht, das Ganze im Auto zu installieren. Als erstes, wenn ich mir das Display anschaue, gibt es natürlich seitlich noch sehr viele Anschlüsse, die hier noch dran sind. Man kann dann auch noch im Zubehör eine Cam bzw. eine Rückfahrkamera hier an das System anschließen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das Gerät hier kaufen kannst. Auf alle Fälle hast du noch einen SD-Kartenanschluss dran, einen Mikrofonanschluss, gleichzeitig natürlich dann auch nochmal einen USB-Anschluss, einen Ladeanschluss und andere Geschichten. Ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze an der Frontscheibe zu montieren, und hier gibt es natürlich als erstes erstmal die Halterung. Die hat so einen Saugnapf, und ich glaube nicht, dass das mit dem Saugnapf aus der unebenen Fläche hier funktioniert, das was hier ewig hält. Deswegen geht es direkt gleich an die Frontscheibe. Also du hast den Saugnapf, du hast hier eine variable Halterung, wo du dann im Winkel dein Display noch anpassen kannst, und gleichzeitig natürlich auch noch in der Länge alles dann justierbar mit Schrauben, die du locker machen kannst und wiederum festmachen kannst. So macht die Halterung erstmal gar keinen schlechten Eindruck, und wir bauen sie direkt mal an. Auch nochmal ein kleiner Minuspunkt, gerade wenn du technisch nicht so richtig bewandert bist und das trotzdem allein machen möchtest. Hier hast du keine Möglichkeit in der Bedienungsanleitung zu sehen, wie du das Display dann an die Halterung anbaust. Da denken die wahrscheinlich, das ist jedem geläufig. Ist es aber nicht, aber man muss natürlich sagen, die Halterung ist relativ easy und du klickst sie hier nur ein. Problematisch wird es dann natürlich, wenn du es falsch rum anbaust. Klar, das CarPurite-Logo ist hier unten und du kannst es eigentlich gar nicht falsch rum anbauen. Aber vom Prinzip her ist die Halterung jetzt auch nicht so der Bringer. Du klickst es einfach nur hier ein, hast es dann sozusagen über den Schwerpunkt befestigt und kannst es dann relativ einfach wieder abnehmen, wenn du das Fahrzeug verlässt. Wenn du das Ganze dann hier an die Frontscheibe angebaut hast, dann siehst du schon mal, das hält eigentlich. Also
wenn ich jetzt mal so anfasse und ruckel und gucke, dass man auch unebene Straßen fahren kann. Also jetzt von dieser Saugnapfhalterung an der Scheibe würde ich eigentlich schon sagen, dass das vernünftig hält. Dann musst du natürlich noch die Kabel anschließen. Und du hast natürlich im Lieferumfang hier dein Ladekabel, was ungefähr so 2 Meter lang ist. Und das muss natürlich hier erstmal in den 12 Volt Anschluss deines Gerätes mit rein. Und wenn du dann auch noch einen Audioanschluss im Auto hast, dann bist du natürlich der glücklichste Mensch der Welt. Beim Opel Astra ist das hier unter der Mittelkonsole an der Handbremse. Da gibt es nochmal einen AUX-Eingang per Mini-Klinke. Den kannst du hier einfach mit reinstecken und steckst ihn natürlich auch nochmal an die Anschlüsse des Gerätes über den AUX-Ausgang, und wir hoffen mal, dass das alles funktioniert. Ich weiß es selbst noch nicht. Und dann hast du eigentlich schon die optimale Verkabelung. Natürlich ist es dann im Auto, musst du dir dann halt Möglichkeiten und Wege suchen, um die Kabel einigermaßen sauber zu verlegen, dass sie dich dann auch nicht stören. Ja, wenn man das hier alles so sieht, mit diesem Kabelsalat, ist überhaupt nicht mein Thema. Aber anhand dieses Audiokabels, was hier wirklich, ich sag mal, knapp 1,20 Meter oder so lang ist, ist es natürlich doof, das Ganze irgendwie dahinter und darum zu legen. Vielleicht solltest du dir nochmal, wenn du einen Audioanschluss verbaut hast im Auto, ein längeres Mini-Klinke-Kabel kaufen, was dann sozusagen mit verlegt werden kann, dass das alles wirklich eine saubere Geschichte ist, weil so mit diesen ganzen Kabeln hier irgendwo und irgendwie ist es natürlich nicht so schön und es stört dich definitiv irgendwann mal beim Fahren. Dann gibt es den großen Moment, und zwar wird der Netzanschluss direkt eingesteckt über den Zigarettenanschluss bzw. 12 Volt Anschluss in deinem Fahrzeug. Und du siehst schon an der blauen Lampe hier, dass jetzt der Strom mit diesem Gerät verbunden ist. Ich sehe natürlich das Menü genau wie ihr zum allerersten Mal, und als erstes ist interessant in den Einstellungen die Sprache, die ist Deutsch. Also du kannst hier wählen zwischen Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch und so weiter und so fort, aber du hast keine deutsche Bedienungsanleitung mit dabei, aber wenigstens eine deutsche Menüsprache, was mir schon sehr gut gefällt. Hier sind dann die Kopplungswege zur Android-Kabelverbindung oder halt zur iPhone-Kabelverbindung mit iPlay, das heißt normalerweise Airplay, aber wahrscheinlich rechtemäßig oder so wird es hier iPlay heißen. Mal gucken, was er dir hier noch anzeigt in den Einstellungen. Okay, kannst du dann nochmal zurückgehen oder nee, das ist nicht so meins. Android Auto wahrscheinlich genauso. Du kannst hier dann nochmal verschiedene Links machen. Das probieren wir uns dann mal aus. Ein WLAN kannst du auch noch einrichten, und was das hier ist mit, okay, das wird die Rückspiegelkamera, also du kannst hier wie gesagt noch Kameras anschließen, und dann hast du hier die Einstellungsmöglichkeiten für die Rückspiegel oder auch andere Kamera, die du hier direkt im System verwendest. Lautsprecher richtig fahren, weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Und im direkten Menüpunkt kann man natürlich auch noch verschiedene Einstellungen tätigen, gerade zur Helligkeit, wenn man dann auf Nacht- oder auf Taghelligkeit umschalten kann oder halt die Helligkeit hier etwas weniger oder etwas mehr einstellen kann. Das ist natürlich ein interessanter Menüpunkt, der wirklich schon vernünftig ist. Und nochmal die Lautstärke hier. Leiser und laut. Gucken wir uns auch noch mal etwas genauer nachher an. Kannst du auch noch auf Stumm schalten, gar nicht mal so schlecht. Das sind so die gröbsten Menüeinstellungen, die du erstmal hier in der Übersicht hast. Dann hast du natürlich noch Apple CarPlay, Android Auto, AirPlay, Autolink, einen Equalizer, die Bluetooth-Steuerung, den Button für den USB-Stick. Wenn du jetzt noch Daten abspielen möchtest, geht das auch. Die Micro-SD-Card, und das ist das Schöne hier, FM Trans. Da brauchst du dieses Audiokabel eigentlich gar nicht. Du kannst über deinen kleinen Radiosender, den du hier jetzt drin hast, in deinem Autoradio die Frequenz einstellen, in diesem Fall 87,5, und hörst dann alle Audioanwendungen über die 87,5, die du jetzt in deinem Radio eingestellt hast. Das ist so ein Mini-Radiosender, das ist eine gute Geschichte. Du solltest natürlich dann einen Bereich aussuchen in deiner Frequenz, wo nicht allzu viele Radiosender direkt vertreten sind. Meistens am Anfang oder am Ende der Einstellungsmöglichkeiten ist es hier eigentlich verbessert möglich. Aber man kann auf alle Fälle den Ton ohne Audiokabel direkt im Autoradio über diesen kleinen Radiosender, den du hier hast, hören. Finde ich schon mal eine gute Geschichte. Und dann gehen wir mal wieder zurück ins normale Menü. Ich bin jetzt mal mit meinem iPhone verbunden, und du siehst natürlich hier über die Möglichkeiten mit
AirPlay kannst du eine ganze Menge machen, zum Beispiel jetzt auch deine Kartenansicht über Google oder über die Apple-Karten suchen und dann hast du noch Spotify dabei. Gleichzeitig kannst du dann auch nochmal telefonieren. So schlecht ist das gar nicht, wenn das iPhone verbunden ist. Bei Android dauert es ein bisschen länger. Also bei Android ist diese Verbindungsgeschichte ein bisschen komplizierter einzurichten. Hier findet er dein Apple-iPhone und verbindet es eigentlich nur mit einem Code und schwuppdiwupp bist du schon dabei. Bei Android musst du noch tausende von Nebenfragen beantworten. Das ist ein bisschen komplizierter, geht aber auch. Und du siehst, du kannst mit deinem Apple AirPlay eine ganze Menge machen auf dem Display. Also alles, was du so ein bisschen installiert hast, das funktioniert auch. YouTube Music oder WhatsApp schreiben, beziehungsweise Google Maps und Spotify und andere Musikanbieter hast du hier mit dabei. Karten sind mit dabei. Du kannst Hörbücher genießen, Podcast genießen und eine ganze Menge mehr. Das ist natürlich dann eine gute Geschichte, wenn du dein Telefon hier mit diesem CarPu Ride verbunden hast. Dann hast du auch alle Anwendungen. Ohne direkte Verbindung geht das dann nicht. Also da gehst du normalerweise auf die eigenen Einstellungen. Du brauchst ein Smartphone dazu. Du kannst natürlich dein Telefon auch klassisch über das Ladekabel verbinden mit dem verbauten USB-Anschluss. Dann hast du natürlich auch Android Auto und Apple CarPlay über dein Kabel direkt verbunden, das geht auch, aber mobil und per Bluetooth ist es natürlich am besten, dann hast du keinen Kabelsalat, den du hier noch in irgendeiner Form mit über dein Auto anschließen musst. So funktioniert es eigentlich ganz gut, in der Helligkeit auch, also wir haben jetzt strahlenden Sonnenschein, draußen sind es 30 Grad und du siehst auf diesem Display auf alle Fälle noch eine ganze Menge. Jetzt spiegelt ein bisschen was von der Sonne von hier, also das ist jetzt sozusagen nicht das Display, sondern eine Spiegelung, die jetzt gerade irgendwie von der Sonne kommt, aber ich sag mal, die Helligkeit ist definitiv ausreichend auch am Tag. Du kannst dein iPhone oder dein Android-Telefon direkt verwenden und vom Prinzip her für den Preis unter 200 € kannst du eigentlich nichts Besseres erwarten. Es ist jetzt nicht das absolute Highlight, es ist aber auch nicht schlecht. Es ist wirklich ein gutes System, was du hier direkt betreiben kannst in deinem Auto als Ergänzung zu Multimedia und du kannst eine ganze Menge hier mit anfangen. Also ich würde es als gut betrachten, gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich top. Unter 200 € hast du dein Auto sehr schnell auf Multimedia umgerüstet und kannst, wie gesagt, natürlich auch mit dem kleinen versteckten Radiosender hier über die FM-Übertragung verschiedene Frequenzen hier ansteuern und dann stellst du einfach die 106 in deinem Autoradio ein und hast den ganzen Ton, der hier drüber läuft, dann mit dem kleinen Radiosender, der hier verbunden ist, direkt über deine Lautsprecher und kannst alles hören und bedienen und natürlich auch machen, wenn du telefonierst. Hörst du dann dein Telefongespräch direkt im Auto über alle Lautsprecher. Das ist eine schöne Sache. Ich würde das kleine Audiokabel gar nicht versuchen anzuschließen, sondern wirklich mir ein Frequenzband suchen im Radio, wo ich da nicht so viel Radiosender drauf habe und dann das hier mit dem CarPu Ride verbinden. Ist eine schöne Möglichkeit, die funktioniert und du hast den gesamten Ton vom Telefon, von Spotify und von anderen Anwendungen wie Navigationssystem dann über deine Autolautsprecher. Einfach mal easy und kompakt, ohne viel zu installieren. Vom Fazit her würde ich sagen, das Gerät ist gut, man kann alles erkennen, man kann alles einstellen, Preis-Leistung ist auch sauber, unter 200 € für dieses Gerät ist eine lohnende Investition, gerade wenn du ein älteres Auto hast. Hier hast du eine Menge Möglichkeiten, verschiedene Dinge dann über dein Auto zu betreiben, wie Spotify, wie Android Auto, wie Google Maps und andere Dinge. Gutes Teil. Kann man machen, unter 200 €. Link ist direkt in meiner Videobeschreibung, wer nochmal genauere Sachen nachlesen möchte, beziehungsweise sich das Gerät kaufen möchte. Ich danke euch fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.